Ja, wir haben ja in dem letzten Video erzählt, was wir noch so alles umbauen oder reparieren wollten. Die Pläne waren aber ein bisschen zu ambitioniert. Also wir haben einen Bruchteil von dem geschafft, was wir eigentlich geplant haben. Ja. Aber dadurch, dass wir halt auch draußen ausbauen, sind wir sehr wetterabhängig und Ja, jetzt gerade regnet es auch wieder. ja, ist halt ein bisschen schwierig. Außerdem waren wir dann auch noch krank und der Alltag hat uns natürlich auch mal wieder eingeholt. Aber ein paar Sachen haben wir natürlich trotzdem geschafft. Also wir können ja mal so zeigen, also ein bisschen gefilmt haben wir, also nicht so viel, wie wir eigentlich wollten. Aber wir versuchen das mal so zusammenzuschneiden, was wir so in den letzten Wochen und Monaten alles so geschafft und gemacht haben. Wir haben 5,1 Kilowattstunden Lithium-Akkus im Koffer. Irgendwann im Winter spielte plötzlich die ganze Elektrik verrückt und das Problem war, dass unser Batteriemanagementsystem alle Verbraucher abgeschaltet hat, obwohl die Batterien voll waren. Wir haben es erst provisorisch gelöst, indem wir das Relais überbrückt haben. Den Ladestand der Zellen mussten wir jetzt aber manuell überwachen. Aber das Problem hatten wir dann auch schnell gefunden. Auf den Platinen des Batteriemanagementsystems hatte sich so viel Staub und Kondenswasser gesammelt, dass die Messelektronik verrückt gespielt hat. Wir mussten also einfach nur alles reinigen und haben anschließend die Platinen mit Plastikspray lackiert und seitdem funktioniert wieder alles problemlos. Ja, eigentlich wollten wir heute den Räderwechsel machen, also die schlauchlosen Felgen raufziehen. Und es ist aber arschkalt draußen. Und ja, deswegen haben wir uns jetzt überlegt, wir machen lieber die ganzen Drinnenarbeiten, die noch anfallen. Und haben jetzt hier mit den Pushloks mal angefangen. Und die bauen sich besser um als gedacht, weil ich habe mir schon Sorgen gemacht, wie ich das Loch da reinkriege, weil ja schon eins für die Pushloks da ist. Und das Coole ist, man braucht es einfach nur ein bisschen größer bohren. Kann dann einfach 1:1 tauschen, also ist super schnell gemacht. Jetzt erstmal bei dir, weil die Stange muss dann nochmal durch die Mitte. Dann fühle ich das hier durch. Ah, Mist. Ja. Ja, ich glaube, ich muss das da durchschieben. Ja, musst du. Nochmal raus, nochmal zurück. Klar. So. Hast du das Loch gefunden? Ja, ja, jetzt muss das da reingefädelt werden. Dann vorsichtig. Schieb mal weiter. Weiter schieben. So, provisorisch ist er erstmal angepasst. Wir haben es erstmal nur mit Magneten gemacht, weil wir wollen ihn nochmal runternehmen, weil wir müssen noch ein paar Sachen lackieren und sowas und vielleicht noch ein bisschen Dämmung ankleben. Deswegen ist das jetzt erstmal nur provisorisch. Ja, eigentlich wollten wir gerade nur mal fix das Wasser also die Wasserversorgung ein bisschen ändern, andere Filter einbauen. Und dabei ist uns halt aufgefallen, dass an der Heizung, weil die direkt daneben sitzt, hat sich so ein Adapter hat sich so ein bisschen verzogen. Also wir haben halt die Planar 4D, die ja ganz gut Leistung hat. Und da geht halt ein 90er Rohr raus. Also wir gehen da mit so einem Silencer halt raus. Hintergrund ist, weil die Heizung direkt am Ausgang gleich einen Knick macht. Und wir hatten erst nur ein ganz normales Rohr, aber das hat so doll gerauscht und war so laut. Und deswegen hatten wir uns das Ding hier zugelegt und hat eigentlich auch ganz gut was gebracht. Optimal wäre natürlich, wenn man mal mit einem geraden Rohr aus der Heizung rausgehen würde und dann verteilen. Ließ sich jetzt nicht anders machen, deswegen haben wir es halt so gemacht. Und das Problem war, am Ausgang dieses Rohrs mussten wir dann die Luft verteilen auf diese kleinen Rohre und da haben wir halt diesen wunderschönen Adapter hier. Da ist halt einmal hier so eine Einsteller ist hier oben, da kann man einstellen, in welches Rohr halt die Wärme soll und hier ist dann halt so eine Klappe, die dann das links und rechts verteilt. Hat eigentlich auch funktioniert. Gut, ich musste hier mal was ankleben, weil wenn wir die Heizung auf Volllast gestartet haben, hat er die Klappe immer zu einer Seite rüber gedrückt oder mal zur anderen.
Das wäre jetzt gar nicht so schlimm gewesen, hat auch gehalten, aber durch diese Hitze, wenn man die Heizung auf volle Pulle laufen lässt, dann hat sich anscheinend hier dieser Kunststoff komplett verformt. Also das war halt wirklich mal rund und jetzt ist es halt oval und dadurch ist halt die Luft hier immer vorbeigegangen. Jetzt haben wir uns halt einen neuen Adapter zugelegt. Das Teil, da kommen wir halt aus den Silencer raus mit dem 90er Rohr, kommt zum nächsten Adapter und hier geht dann halt dieses andere kleine Rohr dann weg, um das halt in diese Ausströmer zu verteilen. Ja, komme ich mal zurück zu dem, was ich eigentlich wollte. Also eigentlich wollten wir ja nur die Wasserversorgung ein bisschen ändern. Also wir haben halt einen 320 Liter Tank und wenn wir den Tank befüllen, hatten wir bisher immer keinen Filter drin. Wir hatten halt nur so einen Schlauchfilter, den wir inzwischen stecken hätten können, aber haben wir irgendwie selten gemacht. Und jetzt so nach 1,5 Jahren, wir eigentlich täglich benutzen, haben sich relativ viele Sedimente und so ein bisschen Sand unten auf dem Grund vom Tank abgesetzt und es war auch recht mühselig, das sauber zu machen. Und deswegen bauen wir da jetzt halt einen Filter ein. Also das ist, ich glaube, der liegt vorne. Ja genau, das ist jetzt halt der Filter, den wir einbauen wollen. Also den Einsatz kann man hier wechseln, entweder halt so ein Sedimentefilter oder man könnte da halt auch einen Aktivkohlefilter reinsetzen. Das ist halt ein ganz einfacher Haushaltsfilter und den werden wir jetzt einfach permanent dazwischen setzen. Ja, und vorher hatten wir halt nur diesen einfachen Aktivkohlefilter da drin und er hat auch funktioniert, aber der hat halt so ein für Schläuche mit Innendurchmesser 10 mm und dahinter war dann der Verteiler halt für Warmwasser, Dusche, Trinkwasser und haben halt alles abgenommen, ging halt alles durch diesen Aktivkohlefilter. War okay, aber ja, hätte stellenweise vielleicht ein bisschen schneller laufen können, das Wasser. Und deshalb haben wir das Ganze jetzt halt umgebaut, auch gegen so ein Filtersystem, in dem man einfach die Filtereinsätze tauschen kann. Das sind ja dann so ganz einfache Filtereinsätze für diese 10 Zoll Filter, die man dann halt nachkaufen kann. Da haben wir einmal halt einen Aktivkohlefilter und so einen Sedimentefilter für 5 Mikro-Dingsbums ist das irgendwie. Und ja, was wir nochmal probieren wollen, ist ein Keramikfilter, die sind ja noch eine Ecke feiner. Aber da müssen wir halt gucken, ob unsere Pumpe das schafft, weil wir haben halt aktuell eine 1,5 Bar Pumpe drin. Und ich glaube, es wird irgendwie 2 oder 2,5 Bar dafür empfohlen. Höher können wir nachher auch gar nicht gehen, weil der Boiler, den wir im System haben, ist halt maximal für 3 Bar zugelassen. Ich kann ja mal versuchen, so eine kleine Zeichnung mal einzublenden, wie wir das Ganze halt aufgebaut haben. Also wir kommen da halt ja dann aus dem Tank, dann kommt der Schlauch raus. Haben wir einmal einen Ablasshahn, dann geht es zur Pumpe. Dahinter ist halt so ein Akkumulator für diesen Druckausgleich, damit das Wasser gleichmäßig läuft. Und dann kommt nochmal ein Verteiler und dann geht halt der Kreislauf ab, der nachher zum Boiler geht, um Warmwasser zu machen. Und es geht dann halt weiter in dieses Filtersystem. Und da geht es dann durch diese beiden Filtern. Und am Wasserhahn teilen wir das Ganze halt nochmal auf, dass wir einen Anschluss haben nur für Kaltwasser, was im Prinzip das Trinkwasser ist, und einmal über die Mischbatterie, wo dann wieder Warmwasser und Kaltwasser zusammenkommen. Das hat halt einfach den Hintergrund, man hätte auch gleich mehrere Schläuche durchziehen können, einen für Trinkwasser, eins für das Nicht-Trinkwasser. Aber das hätten wir halt vorher machen sollen und so können wir das ja eigentlich ganz gut umbauen und es passt zu dem System, was wir jetzt schon haben. Ja, so, der Rest ist auch angekommen. Braucht noch ein paar Adapter, Dichtmasse, in etwas dickeren Schlauch mit 13 mm, damit wir jetzt unsere Wasserversorgung mit den ganzen Filtern wieder zusammenbauen können. Ja, also wir haben das Ganze ja schon mal vor 3-4 Jahren, als wir das ausgebaut hatten, haben wir uns halt dafür entschlossen, so einen Druckwasserschlauch zu nehmen. Ich glaube, wenn wir das heute nochmal gebaut hätten, dann hätten wir so PVC-Rohr mit so Pressverbindern lieber genommen. Das ist, glaube ich, ein bisschen zuverlässiger. Obwohl es geht auch, also wir schmieren halt an jeden Anschluss, kommt ein bisschen Dichtmasse rauf und dann setzen wir halt Schlauchschellen. Also wir hatten da eigentlich auch keine Undichtigkeit, bis diese Geschichte mit dem Boiler halt mal, wo der Schlauch mal abgerutscht ist, irgendwie 2-mal. Aber das hätte wahrscheinlich mit Pressverbindern wesentlich besser gehalten. Aber wir wollten halt nicht alles umbauen und deswegen bleiben wir halt erstmal bei Schlauch. Guck, hast gedacht, ich schneide mir ins Bein, ne? Arbeitsschutz wird hier groß geschrieben. Ja, wir haben uns jetzt hier ja einen neuen Wasserhahn geholt. Der hat 3 Anschlüsse. Der hat hier einmal Wasser durch die Mischbatterie, also Warm- und Kaltwasser gemischt. Und einmal halt nur den Kaltwasseranschluss, weil wir nur das Kaltwasser filtern. Und weil das ja sonst durch die Mischbatterie wieder verunreinigt wird, haben wir jetzt hier einen extra Anschluss für Trinkwasser.